Hallo und herzlich willkommen bei Bolt Sports Tech. Es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bei meinem letzten Video zur Suunto Vertical habe ich euch auf eine Tour mitgenommen und euch gezeigt, wie die Navigation funktioniert und wie gut der Akku bei dieser 6-stündigen Dauerbelastung gehalten hat. Heute werden wir uns die Uhr von der optischen Seite her anschauen, sowie die technischen Daten. Ich werde mit euch eine Führung durchs Menü machen. Wir werden in die App hineingehen und werden uns den Suunto Coach anschauen, sowie die Routenerstellung, und am Schluss präsentiere ich euch natürlich meine Ergebnisse zur Pulsmessung bzw. zur GPS-Genauigkeit. Und dann werden wir uns die Frage stellen, ob Suunto mit der Vertical wieder ganz vorne mitspielt. Die Suunto Vertical gibt es im Prinzip in zwei verschiedenen Varianten. Es gibt eine Edelstahl-Variante und eine Titan-Variante. Die Edelstahl-Variante kostet 5,99 €, die Titan-Variante 7,99 €. Die Titan-Variante hat auch den Solarring verbaut, die Edelstahl-Variante hat den nicht. Ansonsten gibt es einfach nur verschiedene Armbänder. Hier sieht man eben dieses Black Line, dieses gelbe, dann gibt es noch All Black. Es gibt dann dieses Black Sand, so wie ich es habe, und Black Ruby, wobei ich die Solar-Variante habe. Es gibt dann Titan Solar Canyon, das ist so orange, ebenfalls eine schwarze Variante bei Titan. Da ist jetzt meines, Solar Sand nennt sich das, und es gibt dann noch Titan Solar Forest, so ein dunkelgrün, schaut auch sehr toll aus. So, wie bei allen meinen Testvideos fangen wir mal mit den ganzen technischen Daten an. Also, die Uhr, ich habe hier die Solar Sand Variante, hat einen Durchmesser von 49 x 49 mm und ist 13,6 mm dick. Das Gewicht der Titan-Variante ist 74 Gramm, die Edelstahl-Variante hat 86 Gramm. Das Glasmaterial ist Saphir. Das ist bei der Edelstahl-Variante sowie bei der Titan-Variante gleich. Und das Gehäuse ist aus Kunststoff. Und die Uhr hat auf der rechten Seite 3 Knöpfe, auf der linken Seite gar keine. Und auf der Rückseite finden wir den optischen Herzfrequenzmesser. Zum Display noch, das ist ein sogenanntes MIP-Display, ein Memory-in-Pixel-Display. Ich habe hier die Solar-Variante und man sieht ja sehr schön den Solarring. Und das Display löst in 280 x 280 Pixel auf. Zum Laden der Uhr gibt es natürlich auch ein Ladekabel. Da ist so eine kleine Ladeschale drauf, die man dann einfach hinten anbringt. Die hält dann auch und die Uhr lädt dann sozusagen. Die Uhr kommt mit 22 mm Silikonarmbändern. Diese kann man relativ leicht wechseln. Hier rein, zack. Und das Armband ist schon gewechselt bzw. ist heraus. Das Ganze kann man auch hier machen. So, Armband heraus und man kann dann jegliche andere Standard 22 mm Armbänder verwenden. Also von der Akkulaufzeit her soll die Uhr im reinen Smartwatch-Modus ohne Pulsmessung aktiviert 60 Tage schaffen. Die Titan-Variante soll dank dem Solarring sogar bis zu 1 Jahr schaffen. Habe ich die Uhr im Smartwatch-Modus mit Pulsmessung und Benachrichtigungen aktiviert, soll die Uhr 30 Tage schaffen, beziehungsweise mit der Solarfunktion 60 Tage. Beim Training sieht es folgendermaßen aus. Im Performance-Modus soll die Uhr 60 Stunden schaffen, mit Solarunterstützung bis zu 85 Stunden. Im Endurance-Modus 90 Stunden, mit Solar 140 Stunden. Ultra-Modus schafft 140 Stunden bzw. mit Solarunterstützung 280 Stunden. Und wenn man den Tour-Modus aktiviert, das heißt, hier wird wirklich nur alle 2 Minuten ein GPS-Signal genommen, dann schafft die Uhr sogar unglaubliche 500 Stunden oder sogar mit Solarunterstützung bis zu 30 Tagen. Ich für meinen Teil habe die Uhr jetzt dann eine Woche getestet, habe sie am Anfang voll aufgeladen, habe jetzt noch, wie man sieht, 36%. Das heißt, ich habe 64% in einer Woche verbraucht. Das heißt, ich kann ungefähr sagen 9% pro Tag. Muss aber dazu sagen, dass ich circa 10 Stunden GPS-Auto-Aktivität damit getrackt habe und in etwa 5 Stunden diverse andere Aktivitäten wie Krafttraining, Cardio etc.
Das heißt, mit diesem Aktivitätsprofil sollten 10 bis 11 Tage eigentlich locker drinnen sein. Eine Ergänzung noch zum Solarring. Die Frage, bringt der was oder ist der nur Gimmick? Ich habe die Uhr für eine Stunde direkt in die Sonne gelegt und geschaut, was passiert. Und nach einer Stunde war der Akku um 1% geladen. Das heißt, nein, ist kein Gimmick, bringt wirklich was. Und ich sage, im Sommer, wenn man wirklich viel draußen ist, sich viel im Freien aufhält, dann sollte die Akkulaufzeit auf jeden Fall damit verlängert werden. Schauen wir uns einmal die Benutzeroberfläche an. Was wir hier sehen, ist das neue Watchface, das mit der Suunto Vertical gekommen ist. Speziell in der Solarvariante sieht man hier unten die Solarladung der letzten Tage. Es ist noch recht früh. Ich war noch nicht viel draußen, darum sieht man hier noch nichts. Und oben habe ich 2 Datenfelder, die ich mit Tippen dann entsprechend ändern kann. Wenn ich auf die mittlere Taste drücke, komme ich zu meinen Benachrichtigungen. Diese kann ich mir anschauen und dann entsprechend auch löschen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Wenn ich weiter rauf drücke, komme ich zur Herzfrequenzdatenseite. Hier habe ich Minimum Herzfrequenz, wie viel Kalorien ich in der Stunde verbrauche. Und ich kann die 24-Stunden-Aufzeichnung über die Handgelenksherzfrequenzmessung aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich weitergehe, komme ich zur Blutsauerstoffmessung. Die habe ich jetzt nicht gemessen, die kann man mit Jetzt messen dann aktivieren. Dann kommen wir zur Seite mit den Aktivitäten bzw. den Kalorien, die man aktiverweise verbrennt. Hier sieht man die Schritte, die Kalorien, die ich bis jetzt verbrannt habe, die durchschnittlichen Schritte der letzten 7 Tage sowie die durchschnittlichen Kalorien, die ich aktiv verbraucht habe. Hier habe ich unten dann noch die Möglichkeit, mir das Schritteziel bzw. mein Kalorienziel festzulegen. Drücken wir weiter, kommen wir zur Seite mit den Schlafdaten. Schlafanalyse muss ich sagen, da hat Suunto wirklich noch viel Arbeit vor sich. Hier hätte ich in der letzten Nacht 10 Stunden geschlafen. Aber wenn wir weiter runtergehen, sehen wir haben 15:14 Uhr eingeschlafen, wir haben 3:44 Uhr aufgewacht. Zeit im Wachzustand über 2 Stunden und Tiefschlaf fast 5 Stunden. Ja, also das stimmt halt überhaupt nicht. Ich bin circa um 5:30 schlafen gegangen und um 5:30 aufgestanden. Also das passt überhaupt nicht. Keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist oder ob es anderen auch so geht. Aber hier hat Suunto auf jeden Fall noch sehr viel Arbeit vor sich. Auf der nächsten Seite finden wir die Trainings der letzten Woche, beziehungsweise auch wie viel Erholungszeit ich habe. Und ganz unten findet man dann die Workouts der Woche. Hier haben wir die Seite für die Ressourcen. Das ist im Prinzip sowas wie die Bodybatterie bei Garmin. Die sagt mir im Prinzip aus, wie viel Energie ich für den Tag zur Verfügung habe, für Workouts etc. Die baut sich natürlich über Nacht auf und im Laufe des Tages baut die sich dann wieder ab. Auf der nächsten Seite finden wir unser Fitnessniveau, unseren V2 Max. Der ist aktuell noch bei 50,2. Der ist eigentlich bei Garmin oder Polar bei mir höher, aber gut, ist halt jetzt dann so. Wenn wir runtergehen, finden wir dann noch unser Fitnessalter. Gehen wir eins weiter, haben wir ein Datenblatt für das Höhenprofil, Barometer und die Temperatur. Gehen wir eines weiter, kommen wir zu Sonne und Mond. Hier sieht man Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, auch die Mondphasen, auch Tageszeit etc., also Tageslichtzeit und alles wird mir angezeigt. Dann Medienwiedergabe, aktuell ist nichts gefunden. Hier kann ich im Prinzip die Musik auf meinem Handy steuern. Wenn ich dann weiter drücke, komme ich zu Solarenergie. Das gibt es natürlich nur bei den Solarmodellen. Hier sehe ich eben die Solarladung der letzten Stunden. Dann komme ich zu einem Wetter-Widget, das mir die aktuelle Temperatur anzeigt. Und wenn ich runtergehe, sehe ich dann auch noch die Vorhersagen. Gehen wir eines weiter, kommen wir noch zur Stoppuhr und dann wieder auf das Watchface. Die Reihenfolge der Seiten, die ich euch gerade gezeigt habe, die könnt ihr euch dann in der App individuell einstellen. Wenn man die Taste nach unten drückt, kommt man in so ein Shortcut-Menü, wo man einfach einen schnellen Zugriff zu wichtigen Dingen hat. Hier finden wir auch die Taschenlampe. Wenn man die betätigt, dann wird das Display für 30 Sekunden sehr hell. Das ist jetzt nicht mega hell, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. So, und drücke ich die rechte obere Taste, komme ich zu meinen ganzen Aktivitäten. Ich wähle jetzt Wandern aus,
kann dann unten den Batteriemodus wählen. Wie viel Akkulaufzeit ich dann mit der jeweiligen Einstellung über habe, wird mir dann unten angezeigt. Ich wähle jetzt Leistung aus und kann dann weiter unten auf Navigation gehen, dort mir eine Route auswählen und die Route dann mit meiner Aktivität starten. Natürlich ist auch dazu zu sagen, dass die Uhr Touchscreen hat. Scrolle ich von oben nach unten, komme ich zu meinen Aktivitäten, von links nach rechts komme ich immer zurück, von unten nach oben komme ich zu diesen Shortcuts und wenn ich von rechts nach links wähle, kann ich durch die diversen Seiten blättern. Etwas, das mir auch aufgefallen ist und ja, wahrscheinlich euch auch im Video, ist, dass die Oberfläche außerhalb der Aktivitäten leider Gottes sehr ruckelig ist, beziehungsweise immer so eine Verzögerung hat. Ich hoffe, dass das Suunto noch nachbessert. Man sieht das hier, wenn ich durch die Seiten blättere, dass da eigentlich immer eine Verzögerung da ist und das Ganze nicht wirklich flüssig läuft. Wie man sieht, bekommt man auf der Uhr nur die wichtigsten Daten dargestellt. Wenn man mehr in die Tiefe gehen möchte, sich die ganze Trainingsanalyse etc. anschauen möchte, dann muss man in die Suunto-App hineingehen und genau das machen wir jetzt. So, wir befinden uns in der Suunto-App. Hier habe ich weiter unten meine ganzen Aktivitäten, die ich zuletzt ausgeführt habe. Oben sieht man so eine Art Widget-Menü. Das kann ich individuell mir einstellen, so wie ich es haben möchte. Ich kann Daten löschen bzw. welche hinzufügen. Ich lasse jetzt mal so, wie es ist. Auf der ersten Seite sieht man meine ganzen monatlichen Aktivitäten und eine Zusammenfassung, zum Beispiel wie viele Stunden ich trainiert habe. Auf der zweiten Seite finde ich Informationen zu meiner ganzen Fitness, zu meinem Training, wie viel ich trainiert habe, wie meine Bodybatterie ist bzw. mein Schlaf. Und auf der letzten Seite sehe ich meine ganzen Gesundheitsstatistiken wie Kalorien, Herzfrequenz, aber auch wie viel Anstieg bzw. Schritte ich gemacht habe. Der Punkt, den ich euch heute zeigen möchte, der für mich der wichtigste ist, befindet sich ganz unten in diesem kleinen Menü in der Mitte. Diese Balken, wenn ich da draufklicke, komme ich zur Trainingszone und hier befindet sich der Suunto Coach. Das ist quasi eine künstliche Intelligenz, die mein Training auswertet und mir Trainingsvorschläge etc. gibt. Hier meine Trainingsbelastung, die Woche hat erst begonnen, das ist natürlich noch recht gering. Hier sehe ich die Intensität, in welchen Herzfrequenzzonen ich trainiert habe, beziehungsweise Tempo- und Laufleistungszonen. Hier ist mein Trainingsumfang. Hier, wie sich mein Training kardiovaskulär bzw. muskulär ausgewirkt hat. Bei Cardio sehe ich, wie viel V2 Max Training habe ich gemacht, wie viel Langaerob, Anaerob etc. Wenn ich auf muskulär gehe, sehe ich, wie viel von meinem Training hat mir was im Bereich Geschwindigkeit und Agilität gebracht, beziehungsweise Geschwindigkeit und Kraft. Weiter unten finde ich dann noch die Erholung, die ist momentan bei mir -11. Ihr wisst, ich habe vor ein paar Tagen diesen Marathon oder fast Marathon mit den knapp 1000 Höhenmetern gemacht. Demnach war die Anstrengung groß und darum ist meine Form noch im Minus. Ziel ist es immer, ins Plus zu kommen und weiter unten findet man dann noch den Fortschritt. Hier steht dein Fitnessniveau aus einem für dich normalen Niveau. Du hast in letzter Zeit kleine Fortschritte gemacht, das ist für mich okay. Wenn ich auf Fortschritt anzeigen tippe, komme ich dann zu diesem Fenster. Das zeigt mir an, mein Training war die letzte Zeit produktiv. Hier sieht man relativ schön diesen großen Ausschlag nach oben. Das war der Lauf mit der Suunto Vertical. Aber man sieht auch ganz gut, die letzten Tage bin ich jetzt ein bisschen gemütlicher angegangen und die Kurve geht auch schon wieder nach unten. Die Analyse dieses Trainings, wie man rechts oben sieht, bezieht sich auf die letzten 8 Wochen. In der Trainingszone finden wir neben der Übersicht auch noch den Punkt Trainings. Hier sehe ich einfach meine ganzen Workouts, die ich gemacht habe mit Zusammenfassungen und wie ich euch bereits gezeigt habe, Fortschritt. Hier sehe ich noch einmal, wie produktiv mein Training ist. Und ganz unten, eines weiter rechts, finden wir dann die Karte. Mit der können wir dann Routen erstellen. Das heißt, wir zoomen zum Beispiel irgendwo hier rein. So, ich wähle hier einfach irgendeinen Weg aus, klicke auf das Plus, sage Route erstellen, habe einen Anfangspunkt und kann dann das Ganze einfach in der App machen. Ich mache jetzt einfach einen Rundkurs, irgendeinen. So, und jetzt wieder zurück. Unten sehen wir gleich 4 Kilometer hat die Strecke, 156 Höhenmeter. Wir klicken rechts oben auf Fertig
sagen mit der Uhr verwenden, dann wird diese auch gleich auf die Uhr geladen. Ich nenne sie jetzt einfach Testrunde und klicke auf Speichern. Und das war's im Prinzip. Die Route ist jetzt auf der Uhr und ihr könnt schon loslegen. Was die Pulsmessung betrifft, habe ich was Spannendes festgestellt. Wir wissen natürlich alle, dass wir die Uhr sehr eng tragen müssen, damit die optische Pulsmessung gut funktioniert. Das war auch mir bewusst, aber mir war nicht bewusst, dass ich die Suunto Vertical sehr eng tragen muss. Sehr, sehr eng. So eng, dass es schon fast ein bisschen unangenehm ist. Hier seht ihr im Prinzip einen Lauf, wo ich sie wirklich sehr, sehr, sehr eng getragen habe. Es gab am Anfang ein paar Ungereimtheiten, aber dann hat es eigentlich wunderbar funktioniert. Ich bin bei dem Lauf konstant schneller geworden, am Schluss dann kurz stehen geblieben und dann noch einmal beschleunigt. Aber auch hier war es für die Suunto Vertical kein Problem. Es wurde das Fallen des Pulses schnell erkannt und auch das Ansteigen wieder. So, und das ist das Ergebnis, wenn ich mit der Uhr laufen bin und die Uhr einfach nur normal eng am Handgelenk trage. Also ich habe sie so getragen, wie ich jede andere Sportuhr auch trage, wenn ich laufen gehe. Und wie ihr seht, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Pulsmessung war wirklich, wirklich immer zu hoch. Also hier war nicht einmal irgendeine Annäherung da. Und genau an diesem Punkt habe ich die Uhr dann wieder ganz eng gestellt und oh Wunder, die Pulsmessung hat wieder funktioniert. Beim Krafttraining zeigt sich im Prinzip ein Bild, das man von anderen Herstellern auch kennt. Hier ist einfach nicht zu erwarten, dass das perfekt funktioniert, habe ich auch nicht. Man sieht, dass es immer wieder Ausreißer gibt. Die Suunto kann erahnen, wie der Puls ungefähr ist, aber so wirklich genau ist sie nicht. Wobei ich auch fairerweise dazu sagen muss, dass wahrscheinlich Kraftsportler nicht die Zielgruppe für die Suunto Vertical sind. So, nun zum Thema GPS-Genauigkeit. Die Suunto Vertical unterstützt Multiband. Wie wir wissen, das ist so der Goldstandard im GPS-Tracking und ist so ziemlich das genaueste, das es momentan am Markt gibt. Und so hat auch die Uhr performt. Ich kann auf der aufgezeichneten Route wirklich genau sehen, auf welcher Straßenseite ich gegangen bin. Und ihr wisst von meinem letzten Video, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob die Suunto Vertical so engere Kurven abschneidet. Deswegen habe ich das hier ein bisschen getestet. Hier sieht man auch ganz kurz ein anderes Beispiel. Ich bin auf der rechten Straßenseite entlang gegangen. Die Suunto hat das perfekt aufgezeichnet. Aber hier seht ihr die Schlaufe, die bin ich tatsächlich gegangen. Ich wollte einfach wissen, wird hier was abgeschnitten oder zeichnet die Vertical diese kleine Schlaufe wirklich auf? Und wie man sieht, perfekt aufgezeichnet, das Signal hat tadellos funktioniert. Hier ist man sogar teilweise ein bisschen unter Bäumen gewesen, also wo das Signal nicht optimal war, aber das war eigentlich kein Problem. Hier bin ich dann am Waldrand runtergegangen. Durch den Wald gab es auch keine Probleme, diesen kleinen Weg runter und wieder nach Hause. Die GPS-Genauigkeit ist absolut top und ist auf Augenhöhe mit den aktuellsten Uhren von Garmin bzw. der Apple Watch Ultra. Wie sieht nun mein Fazit aus? Die Verarbeitung ist auf jeden Fall top. Hier wird nur hochwertiges Material genommen und man sieht und fühlt, dass man eine Premium-Uhr am Handgelenk hat. Was GPS-Genauigkeit und Pulsmessung betrifft, naja, die GPS-Hardware ist wirklich gut und spielt vorne mit. Ganz toll, gut gemacht, Suunto. Die Pulsmessung könnte besser sein. Die ist für mich einfach nicht konstant. Trage ich die Uhr zu locker am Handgelenk, dann bekomme ich irgendwelche Fantasiewerte und wenn ich sie dann ganz eng stelle, damit die Werte oder die Messung dann besser funktioniert, dann ist es ja fast schon ein bisschen unangenehm. Hier wäre vielleicht einmal ein Update des Pulsmessers angebracht. Hey meine Lieben, ich möchte euch ein kurzes Update zur Pulsmessung geben und ich möchte auch mein Fazit dazu ändern. Ich habe gestern noch gesagt, der Pulsmesser ist mittelmäßig, funktioniert manchmal nicht gut, wenn er nicht eng genug am Armgelenk getragen wird. Das stimmt auch, aber ich habe heute am Trainingsplan Intervalltraining gehabt und habe mich entschlossen, noch einmal die Suunto Vertical aufs Handgelenk zu schnallen, natürlich sehr eng, und bin damit gelaufen. Auf der anderen Hand hatte ich eine Phoenix 7X mit einem Brustgurt und ja, ich blende euch jetzt dann mal die Pulsmessung ein. Und wie ihr seht, war die grandios gut. Das war ein Intervall, waren 8 Intervalle und die Pulsmessung war auf dem Punkt genau wie der Brustgurt. Und deswegen möchte ich meine Meinung zum optischen Herzfrequenzmesser teilen. Auf der einen Seite ist
Der Ausdauersport, Laufen etc., hier funktioniert das wirklich gut. Wie gesagt, immer vorausgesetzt, sie wird eng getragen. Und auf der anderen Seite sind die Indoor-Aktivitäten wie Fitnessstudio, Cardio-Training etc., hier funktioniert er nur mittelmäßig. Die Kartennavigation ist eine willkommene Neuerung und funktioniert auch prima. Sie ist aber definitiv noch ausbaufähig. So wäre schön, wenn ich irgendwann einmal Straßenbezeichnungen hätte oder die Karte weiter als 500 Meter rauszoomen könnte. Was die Schlafanalyse betrifft, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so war oder ob es generell so ist, aber das war für mich eine Katastrophe. Die ist wirklich schlecht. Auf der einen Seite funktioniert sie nicht gut und man bekommt Fantasiewerte, die definitiv nicht stimmen. Auf der anderen Seite ist sie auch nur sehr oberflächlich. Hier hat Zumtobel definitiv sehr viel Nachholbedarf. Und auch das Ruckeln der Menüs, denke ich, ist eigentlich nicht notwendig, vor allem weil das ja ein fertiges Produkt ist. Ich habe nicht eine Uhr, die eine Beta-Software drauf hat, sondern eigentlich ist das fertige Produkt mit der fertigen Software und die sollte im Jahr 2023 einfach nicht ruckeln. Es gibt aber eine gute Nachricht, angeblich soll im Juni ein Software-Update kommen, das die Oberfläche flüssiger macht und die ganzen Bugs beheben soll. So, meine Lieben, wir sind am Ende meines Videos angekommen. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare oder kommt in meine Telegram-Gruppe und wir unterhalten uns darüber. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine Videos von mir zu verpassen. Lasst mir ein Like da. Ich sage Dankeschön noch einmal. Ich wünsche euch alles Liebe und bis zum nächsten Mal.